Uh! Willkommen zurück bei einer weiteren Episode Pandoras Box. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es fantastisch. Es ist früh am Morgen. Die Sonne lässt noch etwas auf sich warten. Das Wetter heute soll aber richtig gut werden. Deshalb finde ich mich auf dem Weg zum See, um ein bisschen schwimmen zu gehen. Früh am Morgen. Na gut, so früh ist es jetzt auch nicht mehr. 7:40 Uhr, aber so 20, 30 Minuten werden schon drin sein, um noch ein bisschen schwimmen zu können. Darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, wenn man im Training bleiben möchte. Und den Winter über habe ich echt nicht viel trainiert. Vor allen Dingen habe ich das Schwimmen etwas vernachlässigt. Das ist jetzt beim Triathlon aber nicht mein Hauptproblem. Das ist dann doch eher das Fahrradfahren. Aber da werden wir heute im Anschluss Nachmittag auch noch ein bisschen Kilometer aufstocken, wie sich das gehört. Wir wollen ja fit bleiben. Also ich zumindest. Wie es bei dir aussieht, weiß ich nicht. Ich kann es nur empfehlen, auch für die eigene Lebensqualität in Bewegung zu bleiben. Vielleicht auch sich ein bisschen zu dehnen und für die Flexibilität etwas zu tun. Das wird nämlich nicht besser im Alter. Und da kann ich jetzt noch nicht mitreden, aber das, was man natürlich hört von älteren Menschen und auch beobachtet, ist natürlich ja eher eine Bewegungseingeschränktheit, denen da vielen doch den Alltag etwas erschweren kann, wenn man da nicht dran bleibt. Da habe ich keinen Bock drauf und ich weiß, ich kann noch so viel machen und tun, wie ich will. Wenn das Leben und mein Körper sagt, er hat keinen Bock mehr, dann werde ich da wahrscheinlich auch nichts mehr machen können. Ja, gestern Abend war ich einkaufen und habe dann eine Frau gesehen, die mir gefallen hat, von der ich zunächst nicht dachte, ob sie mir gefällt. Aber wie es der Zufall so wollte, stand ich dann hinter ihr an der Kasse und habe sie dann von hinten angetippt. Und ich war zuerst am Zögern, ob ich das machen soll. Ihr kennt die Situation, wenn ihr jemanden attraktiv findet oder interessant findet, wie auch immer. Und es war so eben, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich habe sie angetippt und mit ihr Kontakt aufgenommen, nicht überrumpelt, einfach ganz locker easy mit ihr ein Gespräch versucht anzufangen, aber von ihr war ziemlich schnell signalisiert worden, dass sie nach einer kurzen Musterung von meiner Person oder meinem Erscheinungsbild, dass das nichts für sie ist, oder sie dann eben direkt verneint hat. Und dann war das für mich auch erledigt. Aber es ist eventuell auch natürlich der Tatsache zu verschulden, dass die meisten Menschen da draußen gar nicht mehr erwarten, von fremden Menschen angesprochen zu werden, egal in welcher Situation. Vielleicht noch im sozialen Kontext, wenn man irgendwo in Bars ist oder in Kneipen oder auf Partys, dass das oder auf Konzerten, dass das da passieren kann. Aber so im normalen Alltag, sei es beim Einkaufen, Spazieren gehen, vielleicht noch eher da, dass da vor allen Dingen Frauen nicht mit rechnen, angesprochen zu werden und diese eben dann auch erstmal verwundert sind, ganz normal. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Meister darin bin,
dann ein Gespräch aufzubauen. Aber es beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit, dass da ein Gespräch zustande kommt. Aber wenn ich eben merke, dass das Gegenüber keine Lust hat, dann nehme ich diese Grenze auch wahr und push das auch nicht. Und habe das eben als trotzdem, die meisten würden sagen, Versager, Loser. Sehe ich nicht so, sehe ich ganz und gar nicht so. Im Gegenteil, für mich hat es sich richtig gut angefühlt, abgelehnt zu werden, weil ich mich nicht selber abgelehnt habe, sondern eben in die Realität getreten bin und dann eben vom Leben beziehungsweise von ihr gesagt bekommen habe, dass es nicht passt oder dass ich ihr nicht gefalle. Und das war auf jeden Fall ein besseres Gefühl wie die permanente Selbstgeißelung, die wir uns selber antun und uns jegliches Glück verwehren, indem wir uns einfach selber schon ablehnen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und viele da draußen und vor allen Dingen Frauen wollen euch verkaufen, dass es verboten ist, Menschen anzusprechen oder Frauen anzusprechen, dass sie das nicht wollen. Und obwohl ich eben mit all meinen Gedanken und oft auch deprimierenden Ansichten gegenüber der Welt hier in die Öffentlichkeit trete und das mit euch teile, ist trotzdem ein großer Funken Hoffnung in mir, nicht nur Funken, eher schon eine Flamme auch, die eben weiterhin für das Leben brennt und diese eben nicht akzeptiert, was gewisse Stimmen dort draußen mir sagen wollen und mitteilen wollen, was ich zu tun und zu lassen habe, weil das hier verdammt nochmal ist mein Leben und ich bin der Einzige, der darüber zu bestimmen hat, was passiert und was nicht passiert. Und wenn ich etwas machen will, von dem ich denke, dass es richtig ist, dann tue ich das. Und in diesem Fall war es eben, diese Frau anzusprechen auf freundliche Art und Weise, ohne eben übergriffig zu sein. Weil in Wirklichkeit beschweren sich die Frauen nicht darüber, nicht oder angesprochen zu werden, sondern darüber, falsch angesprochen zu werden. Da gehört natürlich eine gewisse Kalibration dazu und natürlich auch eine Wahrnehmung von der Umgebung und ob es gerade angemessen ist, das zu tun, wobei es niemals an den richtigen Punkt kommen wird, dass das optimal ist. Aber du musst halt eben aus dir heraustreten und in den Kontakt treten, damit überhaupt was passiert. Und das habe ich eben gemacht. Und da können eben noch so viele Feministen draußen sagen, das gehört sich nicht, das darf man nicht machen. Alles Bullshit. Macht es einfach und ihr werdet sehr schnell merken, ob die Frau darauf Lust hat oder nicht Lust hat. Und ich bin wirklich dankbar für jede Frau da draußen, die mir dann eben das Signal geben kann, dass ihr das gefällt oder nicht gefällt. Wenn es ihr nicht gefällt, wunderbar, dann ist es so, dann passe ich eben nicht in ihr Leben oder welche Umstände auch immer dazu geführt haben, dass sie mich ablehnt, dann ist das auch nicht die richtige Frau für mich und das suche ich auch nicht, weil die Menschen, die mich eben akzeptieren, so wie ich bin, mit allem, was ich mitbringe, die werden das eben zelebrieren, mit was auch immer ich eben in ihr Leben trete. Und je mehr Menschen mich ablehnen, desto schneller weiß ich auch, welchen Menschen ich nachzutrauern habe, welchen Menschen ich nicht nachlaufen brauche, welchen Menschen ich gegenüber keine falschen Gedanken und Hoffnungen hegen muss, damit irgendetwas klappen könnte in der Zukunft. Da weiß ich ganz schnell, alles klar, abgehakt, brauche ich nicht. Dankeschön, du brauchst mich nicht. Dann gehen wir halt wieder in unser Leben, getrennte Wege und dann ist das voll in Ordnung. Schwingt da irgendwo eine Form von Bitterkeit oder was auch immer
Deprimiertheit mit? Ich denke nicht. Und jeder normale Mensch sollte genauso denken. Ich weiß, dass alles, was wir uns anhören im Online-Space, uns ziemlich krass runterzieht und in unserem eigenen Kopf versinken lässt, in eine Art Hoffnungslosigkeit. Und das will ich auch alles gar nicht runterspielen, weil diese ganzen Gedanken und Ideen, die ich schon mit euch geteilt habe, sind irgendwo auch Bestandteil meiner Realität, meiner Wahrnehmung und ebenso die Wahrnehmung von vielen von euch da draußen. Aber wenn wir alle eben in diesem Modus bleiben und verharren, dann wird es halt richtig übel werden in der Zukunft. Und ich will einfach nicht diese Seite des Lebens verlieren, in der ich eben noch diese Hoffnung, ja, nicht in mein Leben ziehen kann, weil dafür ist mir das Leben zu kostbar. Auch wenn es hart ist, weiß ich, dass es sich immer wieder lohnt, aufzustehen. Auch wenn ich mich an den ein oder anderen Tagen überhaupt nicht danach fühle, kommen immer wieder Momente und Situationen, für die es sich dann doch gelohnt hat, aufzustehen. Und sei es dafür, den Sonnenaufgang zu sehen oder Sonnenuntergang oder irgendwelche schönen Bilder während dem Alltag. Irgendein Musikstück, was unerwartet vom Algorithmus vorgeschlagen wird, was man vorher noch nie gehört hat. Oder irgendetwas Schönes, was dir von einem Freund oder Bekannten geschickt wird, mit dem du nicht gerechnet hast, was deinen Tag erhält. Dafür lohnt es sich doch schon zu leben. Dass natürlich alles so polarisiert ist und Frauen mehr denn je das Gefühl haben, Männer nicht zu brauchen, wissen sie trotzdem in ihrem Inneren, dass sie auf uns angewiesen sind, auch wenn sie das verleugnen. Wir Männer hingegen sind verdammt gut darin, alleine zu sein und unser Leben mit uns selber zu bestreiten. Schon immer, seitdem wir groß geworden sind. Frauen hingegen haben sich immer in sozialen Strukturen befunden und auch wenn ihnen diese Propaganda verkaufen möchte und auch erfolgreich verkauft, dass sie stark und unabhängig sein können, ohne uns, wissen sie tief in ihrem Innersten, dass sie sich einen Mann wünschen, der stark ist, der sie führen kann, der weiß, wohin es geht. Und ich will damit nicht sagen, dass ich der perfekte Mann bin und alles weiß und eben die Richtung kenne. Aber ich weiß verdammt nochmal, dass ich sehr viel besser bin wie manch anderer Mann da draußen, der mit irgendeiner Frau schläft, nur für die persönliche Befriedigung und die sich gegenseitig als Masturbationsspielzeug verwenden und nicht wissen, warum sie überhaupt zusammengekommen sind. Das kann ich schon sehr wohl sagen. Und ich darf mich auch schon sehr dankbar schätzen, dass ich eben an diesem Punkt im Leben weiß, warum sich alles eventuell auch so ausgespielt hat, wie es sich gerade ausspielt und eben das alles sich auch meiner Kontrolle und Macht entzieht. Aber ich werde mich definitiv nicht von dieser Realität crushen lassen. Im Gegenteil werde ich diese Realität zu meinen Gunsten crushen und so richten, wie ich es mir vorstelle. Natürlich ohne andere Menschen auf diesem Weg zu verletzen. Wobei das auch nie ausbleibt. Ob bewusst oder unbewusst, weiß ich, dass immer irgendwer da draußen verlieren wird. Manchmal ist man es selbst, manchmal ist es wer anderes. Gerade im Kontext des Daten bleiben doch schon viele Verlierer zurück. Aber aktuell frage ich mich auch, ob diese Menschen wirklich Verlierer sind
wenn nicht sogar die wahren Gewinner am Ende, weil wir eben auch wissen, wie hoch die Trennungs- und Scheidungsraten sind, was eben geschieht nach einer solchen Scheidung, vor allen Dingen, wenn Kinder dann schon im Spiel sind, was ja auch immer weniger wird. Und wer dann eben in dieser Konstruktion auch den Kürzeren zieht, da muss man sich halt wirklich fragen, ob man da Bock drauf hat. Und ich hab Bock da drauf, verdammt nochmal. Nein, habe ich nicht, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Das Leben ist so schon schön, aber mit jeder Begegnung, die ich mit einer Frau hatte, die mir gefällt und danach ist eben mehr passiert wie nur Hallo und Tschüss, merkst du doch schon sehr schnell als Mann, dass das etwas ist, was du erstens viel zu selten hast in deinem Leben und zweitens, dass sich ein ganz anderer Raum eröffnet, wenn du eben als Paar durch das Leben schreitest. Man könnte schon meinen, dass es eine komplett andere Realität ist als die, die man sonst lebt. Einfach viel angenehmer, wärmer und auch schon sinnvoller. Als Single ist doch alles sehr rau und kalt. Ich will nicht sagen bedrohlich, aber schon auch irgendwo einengend in einer gewissen Art und Weise. Vielleicht aber auch weit und unendlich. Ich weiß, das widerspricht sich, weil man hat eben Verantwortung über sich selber und wie man eben seine Energie und Zeit managt und bis zu welchem Punkt willst du arbeiten, um zu realisieren, dass du angekommen bist, weil, wenn wir ehrlich sind, das wird niemals passieren. Aber ich sehe es auch nicht als sinnvoll, mit einer Frau zusammenzukommen und direkt Kinder zu zeugen, auch wenn das wohl der Plan von vielen Menschen da draußen ist, vor allen Dingen von Frauen, die irgendwann in ihren Dreißigern merken, dass sie jetzt bereit sind, Kinder zu bekommen und sich den nächstbesten Mann angeln, um eben Kinder zu bekommen. Und das passiert häufiger, als wir denken. Wie stabil diese Konstruktionen dann sind. Ich sage Konstruktion, aber ja, es ist ja irgendwo eine Konstellation. Das steht in den Sternen, ne? Wir haben jetzt 8 Uhr. Ich bin gleich in Echternach, am Echternacher See. Dort werde ich dann noch mal schauen, wie lange schwimmen können. Aktuell werden 1,5 Grad angezeigt draußen. Das ist kurz oberhalb der Gefriergrenze. Das Wasser wird sicherlich nicht warm sein, aber ich bin überzeugt davon, dass es wärmer ist als mein Eisbad, was ja doch durchweg 3 Grad Celsius hat. Das ist wirkliches Eisbaden. Ich persönlich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, regelmäßig Eisbaden zu gehen. Ich erwähne das ja immer wieder und wieder und wieder, wie krass mir das hilft, gedanklich, mental eben auf der Höhe zu bleiben, weil es mich immer wieder zurück in den Moment holt und es ist wirklich effektiver als Meditation und Yoga, was ich auch oft viel und lange ausgeführt habe, hat sich wirklich hingegen jetzt beim Eisbaden eine richtige Routine etabliert,
was für mich ein absolutes Must-Have ist, morgens aus dem Bett zu steigen, aufzustehen. Und allein dafür zu leben, lohnt es sich halt immer wieder. Weil egal in welchen Gedanken ich mich befinde, danach geht es mir wirklich sofort besser. Und es kann, egal was noch so Schlimmes passiert sein, nach dem Eisbad fühle ich mich einfach wirklich klar und fokussiert und kann eben meine Gedanken besser managen, wenn diese dann überhaupt noch da sind. Weil das Eisbad ja doch ziemlich viel, es fühlt sich einfach wirklich an wie ein Neustart bei einem Computer, eben nur für meinen Kopf. Der RAM ist geleert, der Cache ist frei und ja, das System läuft einfach wieder. Es ist natürlich schon spannend, dass man solch einen Weg einschlagen muss hier in dieser Zeit, aber gerade für jemanden wie mich eben auch, der doch sich auch viele Meinungen, Ideen und Gedanken vom Außen einholt, hilft es mir enorm, bei mir selber zu bleiben und das alles nicht so sehr an mich ranzulassen, weil ich eben weiß, wie schwierig es ist, aus eigen kreierten Loops, Gedankenspiralen auszubrechen. Das ist letztendlich die größte Aufgabe in dieser Zeit zu tun, weil der Algorithmus uns so fest an den Eiern hat, dass wir da selber Wege uns erschließen müssen, neue Wege, wie wir dem entfliehen können. Und je weiter wir in diese Zeit 2026 voranschreiten, desto krasser und intensiver wird das alles. Und ich bin wirklich dankbar für jeden von euch da draußen, der mir zuhört und etwas mitnehmen kann von all dem, was ich mit euch mitteile. Falls ihr noch nicht abonniert habt, wäre jetzt der perfekte Moment dafür. Und wir sind eben alle gemeinsam auf dieser Reise hier, die sich Leben nennt. Ich stecke den Kopf zumindest noch nicht in den Sand, gleich eher ins Wasser. Und egal was auch passiert, irgendwann wird die Sonne immer wieder aufgehen. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.